Ja, hallo zusammen, ihr Lieben. Aus meinem Memberbereich kam der Wunsch, dass wir wieder mal ein Orakel machen, wo wir hinter die Türen blicken. Was eröffnet sich uns? Wo sind die Möglichkeiten? Vielleicht geht hier auch irgendwo mal eine Tür zu. Wir wollen schauen, in welchem Bereich. Ihr habt hier zur Auswahl die rote oder die blaue Tür. Also was liegt hier dahinter oder wo geht die Tür auf, wo geht sie zu? Das Mischen dauert ein bisschen, das wisst ihr. Und wer nicht warten will, kann ja vorspulen. Ups. Bin gespannt. Es ist an sich immer sehr spannend. Was uns da erwartet. Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, wir lassen es mal dabei. Als Info, vielleicht müssen wir noch was klären, das würde ich dann draufziehen. Aber ihr dürft jetzt auswählen, ihr könnt natürlich die Türen auch mit Personen bestücken oder mit Gebieten. Und ich entscheide mich für die blaue Tür. Und wir gucken, was uns dahinter erwartet. So. Also hier haben wir zwei Dinge. Das eine ist, dass du hier irgendwie eine positive Beachtung von außen bekommst. Ne? Du kannst dein Licht erstrahlen lassen, irgendwie neue Ideen, das haben wir zweimal auf der Karte, werden dir präsentiert. Du darfst hier deine eigene Wahrheit offen und ehrlich zum Ausdruck bringen. Und wichtig ist hier, dass du hinter deiner neuen Tür unerwartete Gelegenheiten kriegst. Die können hier ein bisschen mit Herausforderungen einhergehen, aber da geht es eigentlich nur darum, den Plan zu perfektionieren. Ne? Also hinter dieser blauen Tür sind unerwartete Gelegenheiten. So, dann bringt dir deine Tür mit, dass du dich ein bisschen bewegen kannst. Also es geht nach vorne auch. Vielleicht auch ein Hinweis für dich, dich körperlich mehr zu betätigen. Wobei ich glaube, du kommst hier auch rein, weil hier kommt ein Tun, ein gewisses Tun auf dich zu. Und das Ganze wird sich im Winter für dich so manifestiert haben, dass es fertig ist. Ja? Also es ist dann voll manifestiert. Du kommst jetzt in die Bewegung und bis zum Winter hin ist es so, dass es steht. Dann erwartet dich hinter deiner Tür ein heiliger Raum. Ja? Hier geht es auch ein bisschen darum, deine Verbindung zu stärken.
Hier geht es darum, dass du einen Kraftplatz für dich hast. Möglicherweise möchtest du dir das auch gestalten. Aber ich denke schon, dass da sehr viel mehr Verbindung auch ist. Du kannst mehr wahrnehmen, du schätzt die Dinge anders und so weiter. Wir haben es jetzt nochmal. Es geht darum, um ein Gleichgewicht zu kommen zwischen Ruhe und Bewegung. Es kann sein, dass du hier viel tun musst bis zu den kalten Tagen hin und dass du einen Ausgleich brauchst. Ne? Also nicht zu viel, nicht zu wenig. Gönn dir Ruhe, aber tu auch was. Denn die blaue Tür gibt dir hier Veränderungen mit, die bedeutsam sind. Das ist nicht Pille-Palle oder ein bisschen was, sondern da kommt etwas, was auch so gewollt ist, ne? Wo du einfach merkst, dass es einen großen Segen darstellt, diese Veränderung zu empfangen. Wie gesagt, es bringt dir einen Ausgleich mit zwischen Ruhe und Bewegung. Etwas wird in Balance gebracht und die Veränderung kann aber noch ein bisschen mit Stress einhergehen. Dann hast du hier die Göttin, also hinter der blauen Tür. Wenn du ein Mann bist, drehst du dir das natürlich um. Hast du hier die Möglichkeit, deiner ganzen, hier halt eben weiblichen Energie Ausdruck zu bringen. Du siehst wieder mehr die Göttin, den Gott in dir. Und es geht auch sehr um Intuition in dieser Legung, ne? Also um die Verbindung auch immer wieder nach oben. Die kommt ja hier einige Male mit. Dein Status wird sich vielleicht auch irgendwie verändern, weil wir haben ja hier die positive Betrachtung auf dich. Ja, und das Gänseblümchen sagt dir, dass es sich immer wieder aufrichtet. Vielleicht ist das auch so ein Prozess, wo du lange gedarbt hast und dich niedergeschlagen gefühlt hast und jetzt so langsam kommt der Moment, wo du den Kopf nach oben halten kannst und die Energie wieder positiver wird und du schaffst es auch, ne? Es könnte hier um eine Herzensangelegenheit von dir gehen, um Sehnsüchte, irgendein Kummer, der dir auf dem Herzen lag, der jetzt wieder in einen gewissen Flow kommt. Hier ist es sogar ganz bedeutsam, ne? Wir haben die gesegneten Veränderungen und mit dem Schiff haben wir natürlich auch die Träume und Wünsche. Da hast du dir vielleicht einen Platz erwünscht oder erschaffen, um irgendeinen Kummer, den du hast, abzulegen. Deshalb hier auch der heilige Raum. Also es ist keine lange Zeitspanne, die hier stattfindet, ein großes Gleichgewicht auch und eine Veränderung, die dir persönlich dient, um für dich ein gutes Bild von dir zu haben. Möglicherweise, wir haben mit den Eulen hier tatsächlich schon auch noch diese Energie, die aufregend ist, deshalb auch hier das Gleichgewicht zwischen Bewegung und Ruhe. Es kann sein, dass es dich ein bisschen stresst, weil es viel ist. Oder auch viele, wie sagt man denn, viele Plätze, wo etwas zu erledigen ist. Aber es wird sich hier etwas deinen Träumen, Herzenswünschen und Sehnsüchten ergeben. Ich gucke gerade mal, wir haben von den Zahlen her die 6. Nein, die 33 und es gibt wiederum die 6. Und hier ist etwas tatsächlich, das dich wieder ins Gleichgewicht bringt. Die 6 stellt bei mir einen Weckruf dar, dass etwas wieder Führung braucht, dass man etwas aufnimmt, um ein Ungleichgewicht auszubügeln. Also wundert euch nicht, die Zahlen kommen aus dem hebräischen Alphabet, die sind anders als bei uns die Zahlen. Da gibt es auch nur 22. Okay, was sagen die Vögel noch dazu? Was verbirgt sich für ein Vogel hinter der blauen Tür?
der Eichelherr. Ich fliege in dein Leben und bringe dir Großzügigkeit und Vertrauen. Setze dich an die erste Stelle, ne? Hier Göttin. Gestalte dein Leben nach dir, stehe zu dir, deinen Bedürfnissen und finde so in die Freude zurück. Passt unglaublich gut. Möglicherweise kommt dir der Weg in die Freude zu lang vor oder zu schwer, aber mit dem Gänseblümchen richtest du dich eben wieder auf und du schaffst es auch, ne? Es geht hier auch sehr viel um das Bild, das man von sich selbst hat. Dieses gute Bild, ne? Nicht dieses mit Fehlern und dies, das, jenes, sondern um das positive Selbstbild. Okay, dann schauen wir hinter die rote Tür. Was habt ihr hier Schönes? Hinter eurer Tür erwartet euch, dass ihr die Dinge von einer anderen Perspektive raus betrachten könnt. Man blickt jenseits der gegenwärtigen Situation, man visualisiert. Etwas bleibt vielleicht auch für einen Moment stehen, ne? Was wiederum aber auch dem dient, dass du danach anders weiterkommst als zuvor, ne? Es ist so auch eine Art Kurskorrektur, die mit einem Stopp verbunden ist. Und du hast den Hüter der Fülle und da geht es darum, dass hinter deiner roten Tür sich die Pläne großartig entwickeln und auf dich kommen unerwartete berufliche Gelegenheiten zu. Es geht auch ein bisschen um die Karriere oder um integere Menschen. Vielleicht geht es auch um deine eigene Integrität. Auf jeden Fall haben wir hier eine satte Situation, ne, die sich nochmal verändern lässt und dir Zuwachs bringen, auch wenn es kurz stoppt. Guck mal, hinter deiner Tür wird dein Wunsch erfüllt, also warum du gebeten hast, das wird geschehen, für was du gebeten hast, wird geschehen. Und etwas mit deinen Kindern wird auch den Wünschen von dir entsprechen oder den Wünschen von deinen Kindern. Möglicherweise hast du eine Situation, wo es so ein bisschen Trennung oder Distanz gibt und vielleicht auch etwas, wo die Zeit mal stehen geblieben ist. Hier hast du einfach wieder die Möglichkeit, etwas in eine gute Richtung zu drehen. Ja, hinter deiner Tür wirst du vielleicht an vergangene Leben erinnert. Es gibt Situationen, die du erkennen kannst. Warum, wieso, wo kommt etwas her? Also der Blick aus einer anderen Perspektive jenseits der Gegenwart zeigt sich hier. Dann hast du hinter deiner Tür die Synchronizität. Hier geht es sehr viel darum, dass sich Wünsche erfüllen durch synchrone Ereignisse. Also beachte sie, dann werden sie sich auch vermehren. Das sind bei manchen die Zahlen oder ja, so gewisse Dinge, die einem immer wieder ins Auge stechen. Und hinter deiner Tür kannst du ausbrechen. Es gibt Neues auszuprobieren. Hier wird dir eine Gelegenheit zugeschustert, die dir auch ermöglicht, wieder über dich selbst hinaus zu wachsen, etwas zu lernen. Vielleicht auch aus dem Alltag auszubrechen, da wo es schon so ein bisschen langweilig wurde. Okay, dann haben wir jetzt hier die Ernährung. Hier geht es darum, dass die Karte einfach sagt, dass die frischen Lebensmittel, ob das jetzt Obst und Gemüse sind, dir mehr Lebenskraft geben und deine Frequenz auch erhöhen. Also hier ist zum Beispiel Verzicht auf Fleisch. Das muss aber nicht auf dich passen. Das sind nur so Impulse. Und du hast hier den Beifuß.
Hier kommen sehr viele Eingebungen hinter deiner Tür auf dich zu, über deine Träume auch. Und es kommt altes Wissen mit. Hier haben wir ja die vergangenen Leben. Und dieses Wissen wird dir hier helfen, neue Perspektiven zu ermitteln. Möglicherweise, hier haben wir nochmal das Kind, ne? Gibt es hier ein Thema mit Kindern? Möglicherweise gibt es Zweifel von dir, dass ein Neubeginn überhaupt gibt. Dann sei dir hier ganz sicher, du hast ja zweimal Wunscherfüllung dabei. Und möglicherweise kann sich etwas, was aus deinen Kindertagen sich hier mit eingeschlichen hat, was sich nicht mehr gut anfühlt, auch erledigen, ne? Hab hier keine Sorge vor Neubeginnen, denn dich erwartet hier tatsächlich Wunscherfüllung. Wenn du hier nicht weißt, wo die Reise hingeht, ne, dann wirst du hier mal ausgebremst und hast somit die Zeit für einen kurzen Moment, die Lage zu überdenken und dein altes Wissen zu benutzen. Von den Vögeln kommen hier die Wellensittiche oder der Wellensittich. Ich bringe dir Lebendigkeit, Leichtigkeit, Herzensfreude und Vergnügen. Ich erinnere dich an die reine Freude am Dasein. Veränderungen im Privatleben und auch im familiären Umfeld kündigen sich an. Wunderbar. Passt ja, ne? Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch was. Ich drücke euch. Bis bald.